Hallo Freunde der Füße, bevor wir dieses Video starten, gibt es einen Disclaimer. Die in diesem Video gezeigten Szenen stammen aus meiner Arbeit als Wundexperte. Diese mache ich in Zusammenarbeit mit Ärzten, Wundambulanzen, Kliniken und auch den Angehörigen. Es werden in diesem Video offene Wunden, Blut, Haut und Nagelentfernung gezeigt. Das Ansehen dieses Videos geschieht auf eigene Gefahr. Ich bin nicht für die dadurch entstandenen physischen und psychischen Schäden verantwortlich. Ich fordere Sie auf, das Video nicht zu schauen, wenn Sie die beschriebenen Szenen verstören könnten. Sie entscheiden selber, ob Sie weiterklicken oder weitergucken. Für alle, die das dennoch sehen möchten, viel Spaß dabei. Lasst mir ein Abo da und einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Nun kommen wir zum Patienten. Der Patient ist Diabetiker und hatte einen, Sie wissen es nicht genau, wie es passiert ist, aber auf einmal war der komplette große Zeh und der komplette Vorfuß voller Blasen. Also Wasserblasen, jetzt keine Eiterblasen, sondern so ein Wasserblasen-Blutgemisch war das Ganze. Wie gesagt, der Patient selber weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Er hat auch eine ausgeprägte Polyneuropathie, das heißt, er spürt da unten nichts mehr. Der Arzt hat darauf bestanden, dass das Ganze einem Wundmanager vorgeführt wird. Der Patient ist dann zu mir in die Praxis gekommen. Ich versorge diesen Patienten schon rund 10 Jahre podologisch und deswegen haben sie sich für mich entschieden. Das Erste, was man als Wundexperte natürlich macht, auspacken. By the way, der Verband ist von einem Arzt angelegt am Vortag. Und ihr seht schön, dass dieses Distanzgitter, was eigentlich da sein sollte, die Hälfte der Wunde nicht bedeckt. Somit ist das Ganze angeklebt und wie soll ich sagen, also es ist nicht wirklich prickelnd. Ich habe das Ganze dann mit einem Schaumverband versorgt und den Patienten dann wieder heimgeschickt und sie sollen zum Arzt gehen und der Arzt soll ihnen dann geeignetes Verbandsmaterial verschreiben. Die Frau des Patienten hat mir dann fast täglich Bilder geschickt und ihr seht bei diesen Bildern, dass der Großzeh so komisch aufgeweicht ist und bei dieser Aufweichung handelt es sich darum, dass leider der Arzt das falsche Verbandsmaterial aufgeschrieben hat. Er hat sich nicht an meine Vorgaben gehalten. Somit ist das Ganze mazeriert und das Ganze ist extrem aufgeweicht. Ich habe den Patienten dann in die Wundambulanz geschickt. Die Wundambulanz hat dann veranlasst, dass sie wieder zu mir zurückkommen und ich eben die Blase und die Haut entfernen soll. Der Patient ist dann zu mir in die Praxis wieder gekommen und ihr seht, dass das Distanzgitter, das aufgeschrieben wurde, viel zu grob war. Das heißt, mittendrin klebt die Haut dennoch am Verband und wenn man den Verband dann wechselt, dann reißt das Ganze natürlich wieder ein. Die Ehefrau hat schon ungefähr die Hälfte der Blase entfernt. Gut, Patient kommt wieder zurück zu mir. Also wir haben mittlerweile den 10. Mai. Die Frau des Patienten hat jeden Tag Bilder gemacht. Ich habe auch das Datum immer drunter geschrieben, damit ihr seht, wie lange die Zeitspanne ist von entstehender Wunde bis zur vollkommenen Heilung. Wenn alles so halbwegs gut läuft. Wie gesagt, die Verbände waren jetzt dann nicht der Burner, aber dadurch, dass die Frau auch sehr dahinter ist das Ganze zum Glück gut gegangen. Ich habe euch hier das Ganze aufgenommen, weil ich wollte euch mal zeigen, wie man als Wundmanager auch an Wunden arbeitet. Gut, wer jetzt der reiner Podologe ist und keinen Wundexperten hat, der soll dies bitte unterlassen und bitte alle Verbände zulassen, die Patienten in die Wundambulanz oder in die Fußambulanz schicken. Die Fußambulanz hat entschieden, dass der Patient zu mir kommen soll, um die restliche Haut zu entfernen. Dadurch, dass der Patient bei mir schon so lange in Behandlung ist und wir schon einiges durch haben, denn der Patient hat auch das diabetische Fußsyndrom, das heißt, es ist nicht die erste Wunde, die wir haben bei seinem Bein. Meistens ist es aber das andere Bein. Von diesen alten Vorkommnissen weiß ich, wenn man die Blasen oder die Blutblasen, die der Patient hat, drauf lässt, dann beginnt es immer mehr zu mockern und darunter, das Gewebe wird quasi vom Wundwasser dann, das sieht dann aus, als ob sie das ganze Wundwasser alles reinfrisst. Wie ihr hier schön seht, ist die Haut darunter, zwar epithelisiert, das beginnt schon leicht zu epithelisieren, das Ganze. Das heißt, die Haut ist darunter zwar dennoch geschädigt, ja, ist sie,
aber sie ist jetzt dann nicht mehr wie eine offene Wunde. Das heißt, hier haben wir schon das Stadium 3 der Wundheilung, also eine Epithelisierung, und somit verringert sich mit jedem Tag die Infektionsgefahr. Das ist natürlich bei einem Diabetiker sehr hilfreich, denn der Diabetiker hat durch sein Diabetes ein erhöhtes Infektionsrisiko. Mittendrin mache ich immer wieder sauber, damit das Wundsekret, das rausläuft, dass ich das auffange. Und hier seht ihr, bin ich am Nagel ganz oben und ihr seht auch, dass der Nagel so komisch beweglich ist. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir den Nagel erhalten können oder ob der Nagel abgeht. Die eine Seite ist schon komplett gelöst, die lässt sich komplett rausdrehen. Dadurch, dass er auf der einen Seite noch hält, schneide ich ihn lieber ab und ich reiße ihn nicht mit Gewalt raus. Denn das Problem, wenn man den Nagel jetzt mit Gewalt die eine Seite, die noch hält, rausreißen würde, würde da eine riesen klaffende Wunde entstehen und das brauchen wir nicht wirklich. Deswegen schneide ich den auf der einen Seite ab. Es ist auch unter dem Nagel ein ordentlicher Bluterguss, ihr seht es auch. Und was noch am Nagelbett ist so eine schwarze Stelle. Diese schwarze Stelle, macht mir etwas Kopfzerbrechen, denn schwarze Stellen heißt eigentlich Nekrose und Nekrose ist Gewebsuntergang. Es wird die Zeit zeigen, ob diese Stelle sich ausweitet, das heißt, ob der Patient eine schlechte Wundheilung hat. Denn das kann mitunter passieren, wenn eine schlechte Wundheilung vorhanden ist, dass eben eine Nekrose, also Schwarzwerden oder Absterben des Gewebes bei lebendem Organismus, sich weiterentwickelt. Deswegen auch meine Angaben an die Ehefrau. Sie soll darauf achten, falls sich diese Stelle irgendwie verändert, dass sie sofort zum Arzt gehen oder in die Fußambulanz. Jetzt wird noch alles schön mal desinfiziert, denn das muss ja auch sein. Wir wollen ja das Ganze nicht mit irgendwas noch infizieren, deswegen Desinfektionsmittel drauf. Natürlich auch mal säubern das Ganze, den ganzen Fuß mal sauber machen. Wenn man eine Wunde säubert, auf der intakten Haut kann man wischen, aber auf der Haut, wo eben die Wunde ist, sollte man nur tupfen, damit dass man keine zusätzlichen Reizungen macht. Hier habe ich den Tupfer umgedreht, nicht, dass ihr glaubt, dass ich mit dem schmutzigen Tupfer dann den Fuß sauber mache. Hier habe ich dann ein Distanzgitter drauf gemacht. Das war das Einzige, was ich in meiner Praxis habe. Ich habe zwar ein paar Materialien in der Praxis, aber die Verbandsmaterialien sind leider sehr, sehr teuer und mir bezahlt sie keiner in der Praxis. Ich habe nur einen kleinen Vorrat da, weil ich die Hersteller mal angeschrieben habe, sie sollen mir Muster schicken. Daher habe ich noch so einen kleinen Vorrat. Den benutze ich eben, wenn Patienten kommen mit Wunden und haben ihr eigenes Verbandsmaterial nicht mit. Das lassen wir jetzt etwas schneller laufen. Das Anlegen des Distanzgitters ist jetzt nichts Spektakuläres. Beim Distanzgitter muss man wirklich darauf achten, dass es die komplette Wunde abdeckt. Sonst hilft es ja nicht. Das Distanzgitter soll ja eigentlich verhindern, dass der Mull an der Wunde festklebt und die Wunde beim nächsten Verbandswechsel wieder aufgerissen wird. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass das Distanzgitter nicht zu grobporig ist. Denn wenn es zu grob ist, dann kann es passieren, so wie ihr vorhin gesehen habt, dass beim Abziehen der Wundauflage das Ganze wieder aufgerissen wird und zum Bluten beginnt. Es gibt auch noch andere Verbandsmaterialien, die zum Beispiel Silikonbeschichtung haben. Die kleben auch nicht an der Wunde fest und sind auch sehr gut geeignet für einen atraumatischen Verbandswechsel. Das sind meistens dann diese PU-Schäume, die rundherum so einen Haftrand haben. Aber wie gesagt, ich habe nur das Distanzgitter und mein Verbandsmull zur Verfügung. Hier seht ihr auch nochmal, dass ich das Ganze mit einer Binde einbinde und dann mit einem Stülper versehe, damit das der Patient auch ordentlich laufen kann. Hier seht ihr, was ich alles entfernt habe, Haut und Nagel. Wie schon erwähnt, hat mir die Ehefrau des Patienten fast täglich Bilder geschickt und jetzt sehen wir uns einmal den Heilungsverlauf an. Die Ehefrau ist auch sehr pfiffig, die hat so eine Foliensocken hat sie gefunden, dass er duschen kann. Einen Verbandsschuh hat sie sich extra von der Krankenkasse besorgt, damit dass der Patient auch etwas mobil ist. Und ihr seht hier schön,
dass nach ungefähr 20 Tagen das Ganze so gut wie verheilt ist. Wir haben nur mehr ein paar kleine Stellen, die Feuchtigkeit, also Wundsekret ablassen. Wenn ihr euch erinnert, da ist auch unsere Stelle dabei, die schwarz war. Die braucht einfach am längsten zu heilen und das Ganze sieht dann eigentlich ganz gut aus. Die Ehefrau hat auch die ganze Haut, was drumherum so trocken war, hat sie alles abgemacht. Und man sieht auch, dass der Zeh wirklich super verheilt ist. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht erwartet, dass in so kurzer Zeit der Fuß wieder aussieht, als ob nie was gewesen wäre. Bis auf das, dass der Nagel halt fort ist. Ob der Nagel wiederkommt, ja, ich bezweifle es. Das war jetzt die Arbeit, die ich als Wundmanager manchmal habe. Also so einen Fall habe ich nicht jeden Tag in der Praxis. Zum Glück, denn es gibt auch Wundambulanzen. Das war jetzt ein Video, einmal eine Exkursion in das Wundmanagement beim diabetischen Fuß. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und klickt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, eure Podologin Andrea. Tschüss!